Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Man muss sich mal vorstellen, wir hatten in der ersten Septemberwoche Verkaufsfreigabe für Werksangehörige und Familienmitglieder in Sindelfingen. Da ist das Telefonnetz in Sindelfingen zusammengebrochen. So viele Leute wollten sich per Telefon ein Auto reservieren. Es war ein Hype um dieses Auto. Ja. 200.000 Bestellungen damals. Ja, so. Und das hat uns natürlich auch beflügelt. Vielleicht waren wir dadurch auch, ehrlich gesagt, ein bisschen blind geworden. Ich will das nicht ausschließen. Jedenfalls bekam ich Mitte September von meiner dänischen PR-Kollegin, Mitarbeiterin, einen Anruf. Die Jury Car of the Year macht ihren jährlichen Testtag auf, geht's noch? Ja? Yeah. Auf einem Flughafengelände, wo die das immer machen, in Dänemark. Und die haben das Auto heute Morgen gefahren, die A-Klasse mit 4 Leuten besetzt, und die hat sich auf 2 Räder hochgestellt auf diesem Flughafengelände. Und sie hat keine Möglichkeit zu argumentieren. Sie weiß nicht, was der Fehler sein könnte, ob ich nicht sofort nach Dänemark komme mit dem Fahrzeugingenieur und wir den Journalisten Car of the Year Europa, wichtigster Preis damals, ob denen Rede und Antwort zu stehen. Also sind wir nachmittags der zuständige Fahrwerksentwickler und ich nach Dänemark geflogen mit der Firmenmaschine und haben uns dann abends den Fragen der Journalisten gestellt. Also da gehen aber auch schon richtig die Alarmglocken an, ne? Also mit Fahrwerksentwickler und allem. Ja, volles Sachen, natürlich. Ja, also, da wird nicht irgendwie, obwohl wir keinen Grund gesehen haben. Ja. Natürlich kippt mal, wenn man Millionen Testkilometer fährt mit dem Auto, kippt man ein Auto um. Ja? Aber dass man den Grund in einem Fehler im Fahrwerk gefunden hätte, der war bis dato nicht gegeben. So. Also es war vielleicht ein Fehler, dass ich sogar mit dem Fahrwerksingenieur da war und nicht mit dem Unfallforscher. Das wäre vielleicht noch besser gewesen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, wir flogen nach Dänemark. Die haben uns dann noch am frühen Abend versucht, diesen Test, den wir nicht kannten bis dahin, dieser sogenannte, dann später von mir erfundene Elchtest, nachzustellen. Und es ist ihnen nicht mehr gelungen. Das Auto ging nicht mehr auf 2 Räder. Also für uns war es ein Rätsel, es war für alle ein Rätsel. Okay, also Sie waren auch mit 4 Leuten da drin und Sie haben es nicht mehr geschafft. So. Okay. Dann am nächsten Morgen haben sie es nochmal probiert und hatten den Verdacht geäußert, dass ich veranlasst hätte, in der Nacht das Fahrwerk umzubauen. Also es gab absurde Sachen. Man sagte uns ins Gesicht, das Auto ist lebensgefährlich. Okay. Das müssen Sie sich mal als Mercedes-Mann anhören. Ja. Verstehen Sie? Das ist ja, das geht ja eigentlich gar nicht. So, gut. Aber wir kamen zu keinem Ergebnis. Es war nicht mehr reproduzierbar. Wir sind wieder zurückgeflogen. Ich war am Nachmittag wieder in Stuttgart und werde das auch nie vergessen. Ich gehörte zu einem 5-köpfigen Strategiekreis von Jürgen Huppert. Wir trafen uns einmal im Monat 2 Tage zu einer Klausur, wo wir nur über Strategien fantasiert haben, also die Strategien, die weit in der Zukunft liegen vielleicht, ja, oder Möglichkeiten. Das waren wirklich Fantasietage, aber intensiv und auch ertragreich. So, und wir hatten wieder eine dieser Strategieklausuren und ich bin direkt vom Flughafen dorthin gefahren und komme dort an und setze mich in die bereits laufenden Diskussionen und Jürgen Huppert sagte zu mir: Was ist denn los mit dir? Du gefällst mir heute gar nicht. Und da sage ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Sie von Journalisten angeblefft werden, Sie haben ein Auto, das lebensgefährlich ist, ja, dann kann ich hier nicht normal sitzen. Es tut mir leid. Ja, das ist ein Zustand, den ich mir als Mercedes-Mann nicht vorstellen konnte bisher. Und deshalb stehe ich unter Schock. Ja, ich stehe unter Schock. Okay, was machen wir jetzt? Okay, dann wurde der Auftrag erteilt. Es gibt ja im Oktober eine sogenannte Alpenfahrt. Das ist eine Abnahmefahrt des Vorstands von den aktuellen Autos. Und da werden wir uns mit dem Thema beschäftigen. Also in 6 Wochen. Ja, hat die Entwicklung den Auftrag, da mal nachzugehen und sich damit zu beschäftigen. Gut.
Also man hat es ernst genommen, aber man wusste nicht, dass eigentlich schon eine Zündschnur, eine weitere, brennt. Jetzt, es war Mitte September. Mitte Oktober waren wir alle, der gesamte Vorstand und auch mein ganzes Presseteam in Tokio auf der Tokyo Motor Show. Und wir saßen abends im kleinen Kreis beim deutschen Botschafter, als mein Handy klingelte und das es damals Gott sei Dank schon gab. Ja. Und man mir sagte, also meine PR-Chefin aus Dänemark anrief und sagte, sie hätte gehört, Konjunktiv, 10. Stufe, dass möglicherweise am heutigen Tage auf einem Flughafen bei Kopenhagen eine A-Klasse umgefallen sei. Okay. Weitere Informationen hat sie nicht. Bei Mercedes-Benz Schweden hat sie niemand mehr erreicht. Wie es damals noch so war, ne? Wie das so war, ja. Gut, also wir waren jetzt dann richtig in Alarmstimmung. Das war aber am Abend, da haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir erstmal vom Botschafter ins Bett und am nächsten Morgen gucken wir mal, wie die Lage war. Dann kommen wir haben wir Zugang und dann stimmt auch die Zeitverschiebung, dann können wir noch telefonieren, alles rausfinden. An dem Morgen lagen aber schon die ersten Presseclippings vor, auch von deutschen Zeitungen, die davon berichtet haben, Skandal in Schweden, A-Klasse beim Test umgekippt. Die Bild-Zeitung hatte das groß auf dem Titel, ne? Selbst Handelsblatt hatte das. Ja, so. Also war da schon das Thema wirklich in einer Krisensituation. Und Jürgen Schremp als Daimler-Vorstandsvorsitzender hatte in seine Suite im Hotel geladen zu einem Meeting, zu einem Krisenmeeting, hat das Thema aber viel zu leicht genommen, er persönlich. Ja? Tatsächlich. Als ich dann gesagt hatte, ich glaube, wenn das vorbei ist, ist nichts mehr, wie es war. Ja. Und da hat er zu Jürgen Hubert gesagt, Jürgen, was bezahlst du dem Schwarzmaler da eigentlich im Monat? Okay. Ja, also das nach dem Motto, das kann ja alles wohl nicht wahr sein hier, worüber wir reden. Gut, jetzt ist es natürlich so, wenn Sie aus Tokio ein Gewitter in Europa sehen, dann sehen Sie das nur noch als Wetterleuchten. Ja, das heißt, wir waren nicht in der Lage, die wirkliche Dimension aus Tokio heraus zu erkennen. Das ist was anderes, wenn man am Bahnhofskiosk steht und alle Zeitschriften darüber berichten. Ne? Wir konnten die Dimension, es war uns bewusst, es kommt was auf uns zu, aber die Dimension konntest du von Tokio aus nicht erkennen. Ja. Und wir hatten nicht den Internetzugang, wo du dann schnell mal die Zeitungen alle durchgegoogelt hast oder sonst. Gab es ja alles nicht. Klar. So, also haben wir uns entschlossen, wir hatten noch eine Pressekonferenz in Tokio schnell zu machen. Das war die Vorstellung einer Maybach-Studie. Die haben wir so als Pflichtübung abgerotzt, Entschuldigung, ja, weil eigentlich waren wir gedanklich schon alle im Flieger nach Deutschland. Klar, so. Klar. Und die deutschen Journalisten hatten das natürlich inzwischen auch mitbekommen, die in Tokio waren. Und die stürzten auf mich, was ist denn da passiert? Was ist das für ein Test? Den kennen wir ja gar nicht und so. Und da habe ich gesagt, naja, ihr kennt ja Schweden und ihr wisst dort, die Elche, die stehen manchmal ein bisschen dumm auf der Straße rum, weichen nicht aus, musst also mit dem Auto drum herumfahren. Das ist quasi ein Elch-Ausweichtest. Weil es war mir wichtiger, anstelle zu sagen, es ist ein Kinderwagen-Ausweichtest. Ja, klar. So, ich wollte das ja wegbringen von der Gefahr mit Menschen. So, also, dass man mal einem Tier ausweichen muss, dann hat man Glück und ist froh darüber, dass es funktioniert. Deshalb habe ich gesagt, das ist ein Elch-Ausweichtest. So, und daraus wurde dann halt der Begriff Elchtest. Das gab es vorher nicht, das Wort. Das war nicht der bekannte ich wusste nur, Elchtest. Dadurch, dass ich einen Monat vorher in Dänemark war, was das für ein Test ist. Ja, das ist offiziell in Skandinavien hieß der Klister-Klenning-Test, weil ein Journalist diesen Test erfunden hat zu einer Zeit, wo es noch kein ABS gab. Deshalb war der auch nie für die europäische Autoindustrie von Relevanz, denn wir hatten alle ABS. Also ich habe noch Führerschein gelernt zu einer Zeit, wo es hieß, Lenken und Bremsen zusammen geht nicht. Ja, genau, also entweder du lenkst oder du bremst, aber bitte nicht zusammen, blockieren die Räder, geht es irgendwo hin, wo die Schwerkraft dich hinwirft. Aber durch ABS ist ja Lenken und Bremsen gang und gäbe. So. Nur dieser Test hat sich trotz ABS gehalten. Das heißt also eine Spurgasse links 90 Grad, rechts 90 Grad, rechts 90 Grad, links 90 Grad und das alles mit einer Geschwindigkeit um 60 herum, ohne das Auto zu bremsen, also durchrollend.
Ja, okay, links 90, rechts 90, rechts 90, links 90. Das sieht schon spitz aus, wenn man das so auf Film sieht. Also das richtig, sieht schon fix aus, aber keine Autofirma hat den als Test ins Programm reingenommen gehabt. Okay. So, also habe ich dann aus Tokio noch kurz vor dem Abflug den Chef von TÜV Süd angerufen in München und habe ihn gebeten, Experten sofort loszuschicken. Ich schicke ihnen eine A-Klasse und die sollen den Test sofort nachfahren. Bei laufender Kamera und Fotos und Geschwindigkeitsdokumentation, um herauszufinden, wo der Fehler liegt. So. Und das hat der TÜV Süd auch sofort gemacht. Als wir in Deutschland gelandet sind, lagen schon die ersten Videokassetten. Beachte das Wort Kassette. Ja. Haben Sie es nicht auf YouTube runtergeladen? Nein, ging nicht. Entschuldigung. Lagen schon die ersten Videokassetten da mit dem TÜV-Test. Und dieser TÜV-Ingenieur fuhr mit 69 und 70 km/h diesen Test, diese Spurgasse, während der schwedische Journalist, der das Auto umgekippt hat, ein gewisser Robert Collin, das Auto angeblich bei 60 aufs Dach gelegt hat. Ja, so. Also wir standen vor Rätseln. Wir wussten wirklich nicht, wem soll man jetzt glauben. Aber auf der anderen Seite waren die Bilder, die wir vom TÜV Süd hatten, die Filme, so eindeutig. Ja, nur es reichte alles nicht mehr. Die Diskussion in den Medien und in der Öffentlichkeit war inzwischen so emotional geworden. Die Taz hat geschrieben, hurra, jetzt können wir Mercedes in die Fresse hauen. Ja? Und solche Sachen. Das war Mercedes und ein Sicherheitsproblem. Ja, das war bis dato unvorstellbar. Ja? Und die ganze Sache war so emotionalisiert, dass wir mit Fakten gar nicht mehr durchdringen konnten, das Ganze. Ja. Und es ist einfach so, in Krisenzeiten herrscht Emotionalität auf der Öffentlichkeitsseite und Rationalität auf der Industrieseite. Und beides kommt nicht zusammen. Das sind zwei verschiedene Sprachen. Das heißt, mit allem, was wir gesagt haben nach außen, ja, sind wir gar nicht mehr durchgedrungen. Ja, das wurde lächelnd abgehakt. Fertig. So. Und ich bin dann von Stuttgart aus direkt am Abend noch, als wir von Tokio zurück waren, nach Papenburg geflogen, also Bremen und dann Papenburg, wo wir ein großes Testzentrum hatten. Und dort waren für die Nacht 16 A-Klassen angekündigt, damit wir am Samstag testen konnten. So. Und dann haben wir den ganzen Samstag Elchtest gefahren und es ist nichts passiert. Und es ist nichts passiert. Das Auto hat noch nicht einmal das Beinchen gehoben. So. Okay. Und in der Nacht, Samstagnacht auf Sonntag, kamen 2 A-Klassen noch nachgeliefert auf einem Transporter, die als erste Autos ESP drin hatten. Ja. So, und dann haben wir die Nacht noch ESP getestet. Und da war klar, wenn du ESP in dem Auto hast, kannst du es gar nicht mehr kippen. Ja, weil dann da ist der Haftgrund weg. Ja, dann bremst das Auto schon, bevor es so viel Seitenkräfte aufbauen kann in dieser Spurgasse, dass es möglicherweise mit einer Gegenlenkung übers Dach geht. Und deshalb mit ESP unterbricht der Bremsvorgang sofort die enorme Seitenkraft und fängt an zu rutschen. So, und damit ist Kippen nicht mehr möglich. Und ich habe dann morgens, werde ich nie vergessen, um 4:30 Jürgen Hubbert angerufen zu Hause und habe ihm gesagt, wenn wir verhindern wollen, dass noch A-Klassen umkippen und dann vielleicht das Werk Rastatt geschlossen werden muss, dann lass uns ESP serienmäßig einbauen. Und das war dann 2 Tage später am Dienstag in der Vorstandssitzung, war das auf der Agenda und wurde auch verabschiedet. Mercedes macht in aller A-Klassen als erstes Auto überhaupt ESP serienmäßig. Aber war das nicht dann eigentlich der preisliche Super-GAU? Weil das war doch eine Nachrüstung. Das war ein 600 Millionen GAU. Ja, eben. Und ja. Man hat doch eigentlich gesagt, dann verdienen wir mit der Generation kein Geld mehr. So, nichts. Das war weg. ESP war damals um 1200 Mark. Ja. Und das in einem Kleinwagen. Ja, das ist ja eigentlich... Die am Limit kalkuliert ist. Hatten Sie eigentlich Kontakt zu dem Journalisten damals? Zu spät. Großer Fehler, auch von mir. Wir waren natürlich zunächst mal so geschockt, dass wir leider nicht unmittelbar danach den Kontakt zu dem Journalisten gesucht haben. Es hat eine Woche gedauert. Oh, okay, na gut. Ja, es war aber trotzdem zu lang. Zu lang. Ja, also ich habe nach einer Woche
den Journalisten nach Stuttgart eingeladen zum Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden, also Jürgen Huppert. Okay. So. Wie war der da? Also war das wir haben uns gut und fair, also wir haben emotionslos miteinander uns unterhalten. Und er hat gesagt, er hat das Auto normal gefahren, das Auto ist umgefallen. Bei 60 km/h. Was uns nicht gelang. Wir haben Tag und Nacht getestet. Wir hatten uns in Ideata bei Barcelona, in Nado in Italien und Papenburg 3 Testzentren komplett geblockt, dass wir immer dort testen konnten, wo gerade trockene Straßenverhältnisse waren. Ja, weil wir wollten das herausfinden. Es war nicht so, dass wir das nicht ernst genommen haben. Wir haben das Ganze todernst genommen. Ja. Aber wir kamen nicht zu einem Ergebnis. Und ich wurde dann Chef des Krisenteams und ich konnte nicht, wir haben jeden Tag getagt, ab 18 Uhr am Abend. Ein rollierendes System, das ich bis heute noch so bei Firmen mache, die ich in Krisenmanagement berate. Ja, also der Krisenstab trifft sich um 18 Uhr und macht Open End, bis 20 Uhr oder Open End. Und alles, was dort entschieden wird, wird von den Leuten vor Ort am nächsten Morgen in die Fachbereiche hineingegeben, mit der Aufgabe zu prüfen, ob machbar, bis wann, zu welchen Kosten. Und bei der nächsten Krisensitzung am Abend, ja, müssen die das Ergebnis schon vorlegen aus den Fachabteilungen. Ist es machbar, zu welchen Kosten, bis wann? Und dann entscheidet das Krisenteam final, wir machen es oder wir machen es nicht. Okay. Also so haben wir ein rollierendes Entscheidungssystem in 24 Stunden Abständen gehabt. Und wir konnten extrem schnell reagieren. Und es waren in dem Krisenteam Leute aus allen Bereichen. Aus Vertrieb, Marketing, Entwicklung, Fahrwerk, Gesamtfahrzeug, alles dabei. Gut, der Colin kam, wir hatten ein wirklich vernünftiges Gespräch, wir haben uns zusammengerissen. Also es war schwer, ja, weil irgendwie haben wir dem Journalisten, der natürlich aussah wie der Prototyp eines schwedischen Waldbauern, ja, der perfekt natürlich in das mediale Bild hineinpasst, mit relativ gutem Deutsch, was er sprach, ja, okay. Der war für jede Talkshow geeignet. Dieser kleine Typ schmeißt Mercedes aufs Dach. Das war ja David und Goliath. Ja, klar. Also ein gefundenes Fressen auch für die Presse. Ne? Es war ein Rollenspiel par excellence. Ja, genau. Besser konnte man es sich nicht aussuchen. Ja. Also wenn da vorher ein Casting hätte gemacht werden müssen, es wäre perfekt gewesen. Gut. So haben wir getestet, Tag und Nacht. Wir haben das ESP durchgekriegt. Wir haben entschieden, die Produktion runterzufahren in Rastatt. Wir haben entschieden, nicht das Werk zu schließen, weil uns war klar, das haben auch die Experten gesagt, wenn sie ein Werk schließen, es ist unheimlich schwierig, wieder anlaufen zu lassen. Okay. Also haben wir gesagt, wir lassen es low-key, bauen die Autos bis aufs Fahrwerk fertig, ja, fahren aber die Produktion runter und stellen die Autos dann eben auf Lagerflächen, die dann irgendwann nicht mehr gereicht haben. Und wir waren gezwungen, ausgerechnet die Autos auf einen Parkplatz einer Transportfirma zu stellen in dem Ort Kippenheim. Das sind dann so die Randsachen, wo man dann vielleicht doch ab und zu mal noch ein bisschen lächeln konnte. Nach 3 Wochen, die Presse hatte die Gülle über uns gekippt. Also das hat es ja bisher nie gegeben in der Dimension. Und wir wussten uns auch nicht zu wehren, weil wir haben sogar nach 4 Tage nach dem Vorfall eine Pressekonferenz in Stuttgart gegeben und haben versucht, physikalisch zu erklären, dass bestenfalls vielleicht ein abgesprungener Reifen von der Felge der Fehler sein könnte. Ja, weil wir wussten nichts anderes. Also wir haben in der Nacht noch eine Vorstandssitzung gehabt und wir sind in der Vorstandssitzung zu keinem Ergebnis gekommen, was wir am nächsten Morgen um 11 Uhr in der Pressekonferenz sagen könnten. Ja, Wahnsinn. Aber es gab keine Videoaufnahmen von dem Bilder selber. Eine Bilderserie. Aber daraus kommt man auch nicht schlussfolgern. Aber schöne Bilder, wo gerade einer auf einer Trage neben dem Auto von Rotkreuz weggefahren wird und so, obwohl es keine Verletzten gab. Und wir haben ja auch den Robert Collin gefragt, was haben Sie sich denn gedacht, als der Wagen auf dem Dach lag? Normal ruft doch dann ein Journalist
die Presseabteilung an und sagt, ich habe das Auto gekippt, kann ich nochmal einen Test mit einem anderen Auto machen? Irgendwas hat da möglicherweise nicht gestimmt. Warum haben Sie Mercedes nicht angerufen? Haben Sie nicht daran gedacht? Da hat er wortwörtlich gesagt, ich habe schon dran gedacht, aber vielleicht nur 10 Sekunden. Und dann habe ich mir gedacht, da mache ich lieber eine große Story draus. Und da hat er einen Rotkreuzwagen gerufen, wo die einen mit der Halskrause weggefahren haben, obwohl das alles nicht notwendig war. Ach, tatsächlich, das Ja, war auch so. ja, Okay. geschickt. Ja. Perfekt gemacht. Ja. Perfekt gemacht. So. Nach 3 Wochen wirklich massivster Presse, wie ich sie auch bis heute nicht mehr erlebt habe. Also selbst der VW-Diesel-Skandal war in der kritischen Dichte in der ersten Phase nicht auf dem Niveau wie bei der A-Klasse. Ja. Und uns fiel das Auto nicht um. Wir haben Tag und Nacht getestet. Ich habe vielleicht selbst 120 Echttests gefahren, teilweise die Autos so hart rangenommen, dass schon die Ingenieure gesagt haben, lass das Auto ganz bitte, wir haben nicht so viele. Ja, so. Und nach 3 Wochen bekomme ich morgens früh um 9:30 etwa einen Anruf vom Entwicklungsvorstand, der mir erzählte, dass auf dem Testgelände Malmsheim bei Stuttgart, westlich von Stuttgart, ehemaliger Flughafen, heute noch damals noch genutzt von Privat- und Hobbyfliegern, bei Eigentests, bei Selbsttests von den Ingenieuren eine A-Klasse umgekippt ist. Sage ich, denn Gott sei Dank, dann wissen wir ja jetzt wahrscheinlich, wo der Fehler liegt. Ja, sagte, aber deshalb rufe ich Sie nicht an. Ich rufe Sie an, weil meine Ingenieure sagen mir, da war ein Fotograf im Gebüsch mit einem langen Teleobjektiv. Hey, Mensch, Sie haben aber auch ein Glück gehabt. Ja, was machen wir denn jetzt? Dann habe ich gesagt, geben Sie mir mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken, ich rufe Sie gleich wieder zurück. Und dann habe ich ihn zurückgerufen, nach einer halben Stunde gesagt, passen Sie auf, wir haben doch so viele Fremdfabrikate im Pool. Jetzt schicken Sie Ihre Leute mit allen Fremdfabrikaten, die Sie kurzfristig jetzt kriegen können, nach Malmsheim. Ich schicke ein Kamerateam hin und einen Fotografen und dann werfen wir die alle aufs Dach. Wieso Malmsheim? Sie wussten, dass der Asphalt eine höhere... Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe nur gedacht, wenn die A-Klasse da kippt, dann kriegen wir auch einen anderen aufs Dach. Dann liegt es an der Erdstrahlung. Weil wir wussten ja eigentlich von der Physik her, dass man jedes Auto aufs Dach legen kann. Ja, durch geschickte Lenkradbewegungen. Okay, ich glaube, wir hatten 14 Autos oder sowas dann da am Nachmittag. Aber der Fotograf war natürlich nicht mehr da. Denn damals wurde ja nicht digital fotografiert, sondern noch mit klassischem Film. Ja? Und der hatte natürlich nach dem Schuss mit der gekippten A-Klasse und Mercedes-Ingenieuren da drauf. Das ist auch seine Story. Dann ist der nach Hause, hat entwickelt und hat das natürlich an die Medien gegeben. So, wir hatten keinen Fotografen von draußen mehr dabei. Gut, aber es war nicht verkehrt, die Entscheidung im Nachhinein betrachtet, weil wir haben die 14 Autos locker aufs Dach gelegt. Alle. Tatsächlich, also Sie haben ja gemerkt... Vor laufender Kamera fotografiert, alles dokumentiert. Ganz klein und fein. Mit Geschwindigkeitsmessgerät, mit Lichtschranke. Also nichts getürkt, sondern es war alles, sagen wir mal, überprüfbar. Okay. Und ich kam dann zurück ins Büro und da lag schon eine ganze Reihe von Rückrufbitten. Ja, also Deutsche Presseagentur, Stern, Spiegel, alle. Ging schon wieder los. So, angerufen, zurückgerufen. Wir haben ein Bild von einer umgekippten A-Klasse. Sag ich, glaube ich, kenne ich das Bild, habe ich inzwischen auch schon gesehen. Ja, was ist da passiert? Und da habe ich gesagt, wir haben heute in Malmsheim einen Benchmark-Test gefahren. Jetzt war der Begriff Benchmark damals noch nicht durchgängig bekannt. Dann war die Frage, was ist ein Benchmark-Test? Ich habe das bewusst gesagt. Ich hätte gesagt, ich hätte einen Vergleichstest machen können. Ja. Nein, ich habe gesagt, wir haben einen Benchmark-Test gefahren. Weil das klingt dann schon wesentlich mehr. Ja. Worte sind alles. Ja, was ist das? Ich sage, wir haben unter identischen Testbedingungen verschiedene Autos getestet. Und dabei ist uns die A-Klasse umgefallen. Und dann war die Frage, und wie war das Ergebnis bei den anderen? Und dann habe ich nur gesagt, identisch. Ich habe nicht gesagt, welche Autos und was, bewusst nicht. Ja, können Sie uns Marken nennen, Modell? Nein. Ja, wir sind bei allen Autos, die wir getestet haben, zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Mehr nicht. So, und damit war für die Journalisten klar, es kann doch nicht so sein, dass nur eine A-Klasse plötzlich umkippt, weil sie einen Fehler hat. Wir wussten dann aber, dass wir in der Tat einen Fehler am Fahrwerk haben. Ja? Also
haben wir eine Pressekampagne gemacht, Anzeigen geschaltet in allen Zeitungen. Wir wissen, dass wir mit der A-Klasse einen Fehler gemacht haben und wir entwickeln jetzt schon etwas Neues. Also wenn wir wissen, dass wir ein Auto besser machen können, dann machen wir es besser und verkaufen es davor nicht erst an Leute. So in dem Duktus etwa. Ja. Jetzt war aber gleichzeitig war die Wahl von Bild am Sonntag, Auto des Goldenes Lenkrad, und es war in Österreich der große österreichische Automobilpreis und es war natürlich Auto des Jahres Car of the Year. So bei Car of the Year waren wir in Führung gelegen bis zu dem Halbkipper in Dänemark und die haben uns dann aus der Wertung genommen mit der A-Klasse. So. Aber ich wollte unbedingt mit dem Auto das Goldene Lenkrad gewinnen. Obwohl die Leute alle wussten, der hat den Elchtest nicht bestanden. So. Also habe ich den Chefredakteur, das war damals der Spreng, angerufen und sage, das ist nicht so, wie sich das in der Öffentlichkeit darstellt und ich möchte zumindest bitten, dass man die A-Klasse nochmal nachtestet. Und würde vorschlagen, Sie nehmen einen Ihrer Testfahrer, prominente Fachleute, wen auch immer, und wir geben ihm die A-Klasse und er kann das Auto nochmal in diesem Test und sonst wie immer nachtesten und gucken, ob das ein einmaliges Verhalten war in Schweden, was es in der Tat nicht war, weil Auto, Motor und Sport hat das Auto auch auf 2 Räder gestellt gehabt inzwischen. Es war ja ein Wettbewerb losgegangen. Ja, 37 Zeitungen in Europa haben versucht, das Auto zu kippen. Gelungen ist es nur dem Schweden Robert Collin. Autobild, weil sie aber eine falsche Bereifung drauf hatten, die war nicht zugelassen. Und Autozeitung hat es auf 2 Räder gestellt. Ja, so. Den 3 sozusagen ist das gelungen, wäre es gelungen, die anderen haben es nicht geschafft. 34 europäische Zeitungen haben es nicht geschafft. Ja. So. Und ich habe dann vorgeschlagen, nehmen wir Rauno Aaltonen bei Bild am Sonntag, Auto des Jahres, Goldenes Lenkrad, der soll den Test nachfahren. Das ist der anerkannteste der ganzen Jury vom Goldenen Lenkrad. So, und Rauno kam dann, ich kannte ihn ja aus dem Rallye-Sport schon seit vielen Jahren, und er hat das Auto in München unter notarieller Beaufsichtigung nachgefahren. Das Auto war okay und damit wussten wir, es gewinnt das Goldene Lenkrad. So. In Österreich, der große österreichische Automobilpreis, da wussten wir, den werden wir gewinnen. Die haben da also ihren eigenen Tests geglaubt und haben nicht gesagt, wir brauchen Nachtests. So. Jetzt hatten wir plötzlich innerhalb von einer Woche am Donnerstag das Goldene Lenkrad in Berlin und am Samstag den großen österreichischen Automobilpreis. Also zweimal gewinnt eine A-Klasse einen Preis. Trotzdem. Und jetzt haben wir in diese Woche hinein unsere Testergebnisse. Ja, wir haben einen Fehler gefunden und wir werden das ändern. Und das ist die Strategie rausgegeben, sodass sich plötzlich ein Bild ergab in der Öffentlichkeit. Das Auto kann besser, ist sicher, kann aber besser gemacht werden. So. Und damit ist sozusagen die kritische Berichterstattung in sich zusammengebrochen. Es hat aber 7 Wochen gedauert, bis der erste Motorjournalist, deshalb mag ich die auch inzwischen so sehr, geschrieben hat, dass man jedes Auto kippen kann. Ja. Denn der Motorjournalist ist aus dem Thema ausgestiegen. Sofort, schon in Tokio sind die Motorjournalisten aus dem Thema ausgestiegen. Da hat sich kaum einer damit beschäftigt. Wer die Geschichten geschrieben hat, das waren die Newsmakers in den Redaktionen. Das waren die Aktuellen, ja, die jeden Tag die Klickstory brauchten. Ja, genau. So, der Motorjournalist war draußen. Große Enttäuschung für mich. Ja? Genau, aber 1984, als die Diskussion um den Katalysator kam und ich bei Opel für die Katalysatorkommunikation zuständig war, hat sich der Motorjournalist auch verdrückt. Komplett verdrückt. Ja? Es waren dann auch dort die Leute vom Aktuellen und von Wirtschaft oder von sonst was. Ja? Also ich musste plötzlich mit Journalisten kommunizieren, denen ich das Auto erklären musste. Die hatten keine Ahnung vom Auto. So. Ja. Und hier war es ein Stück weit 1997 bei Mercedes mit der A-Klasse genauso. Ja, okay. Ja, also das war für mich eine sehr herbe Enttäuschung, die noch nachwirkt, sage ich ganz ehrlich. Wir haben dann ein neues Fahrwerk entwickelt,
und haben das Fahrwerk dann in extrem schneller Zeit durchgebracht. War natürlich deutlich härter als das Originalfahrwerk. Und wir kamen damit im März heraus und es war die Frage eben, wie gestalten wir den Relaunch der A-Klasse? Denn inzwischen war ja ein halbes Jahr vergangen und wir mussten das Auto ja wieder sozusagen in Schwung bringen, auch kommunikativ. In dem halben Jahr ist es nicht verkauft worden? Ne? Nein, okay. Wir haben den Verkauf gestoppt. Wir haben die 17.000 Autos, die schon in Europa verteilt waren, an Kunden wieder eingesammelt. Alle 17.000 haben jedem Kunden eine C-Klasse kostenlos gegeben, bis er die neue A-Klasse kriegt. Ja, uns war klar, was immer wir tun, der Kunde darf keinen Schaden davon haben, keinen Euro. Es ist nicht so, wie VW es gerade macht, oder? Das machen andere anders. Ja, okay, genau. So, ja. Und das hat sich natürlich dann auch am Ende sehr positiv ausgewirkt. Ja? Aber es war unheimlich schwierig, diese 17.000 Autos zu finden in Europa und zurückzuholen. Ja, die haben wir auch nicht mehr ausgeliefert dann. Fertig. Also das wollten wir nicht mehr. Die 17.000 Autos sind verschrottet worden? Der größte Teil ist dann anderweitig gebraucht worden, sagen wir mal so. Wir haben zwar neue Fahrwerke eingebaut, so, und wir wussten, am Fahrwerk muss das und das gemacht werden, das wurde umgebaut. Und jetzt, wie führen wir das Auto wieder ein? Wie können wir aus einem Halbtoten oder Scheintoten wieder etwas Lebendiges machen? Und ich bin dann in die Vorstandssitzung und habe gesagt, ich schlage vor, dass wir die 3 Journalisten, die mit dem Auto gekippt sind, beziehungsweise fast gekippt wären, einladen auf ein Testgelände und lassen die dort als allererste überhaupt weltweit die neue A-Klasse wieder fahren. Wissend, dass man aber jedes Auto kippen kann. So, daraufhin war die Antwort von Jürgen Hubbert, und wenn die das Auto wieder kippen, dann machen wir das statt zu. Dann ist die A-Klasse, können wir direkt zur Beerdigung gehen. Aber auch zu unserer eigenen. Ja? Also lassen Sie sich noch irgendwas einfallen, wenn wir das machen. Es muss noch einen Plan B geben. So, und ich wusste, Niki Lauda hatte mich angerufen, kurz nachdem die erste A-Klasse gekippt war, und sagte, gib mir mal schneller A-Klasse, ich zeige der ganzen Welt, dass der Journalist aus Schweden ein Depp ist. Ja, und ich habe zu ihm gesagt, Niki, wir wissen selbst nicht, wo der Fehler liegt, und ich will dich nicht verbrennen jetzt, ja, mit einer Falschbeurteilung. Das heißt, guck mal, der selbst hat ja keine Ahnung, da muss ein Journalist aus den schwedischen Wäldern kommen, der zeigt dem Niki Lauda, wie er A-Klasse umkippt. Ja. Ich sage, ich komme auf dich zurück, wenn wir wissen, was es ist. So, dann wussten wir es, wir hatten das Fahrwerk neu. Meine Idee, die 3 Journalisten, Auto, Motor und Sport, Autozeitung, Autobild 4, plus den Schweden Robert Collin einzuladen. Und ich habe gesagt, Niki, wärst du bereit, auch den Test zu fahren und dann als Beifahrer dich neben die Journalisten zu setzen? Weil bei diesem Test müssen immer 2 Leute im Auto sitzen. Und da hat er sofort zugesagt. Und dann haben wir den Test geplant im April in Ideata bei Barcelona. Ein riesen Testgelände. Da haben wir alles aufgestellt mit Notar, mit Filmkameras ohne Ende, alles jeden Meter dokumentiert. Und den Journalisten habe ich auch gesagt, wir hätten gerne von Ihnen anschließend ein Statement, ob Sie bereit wären, das zu tun. Und wir schneiden auch nichts daran, also wir respektieren alles, was Sie sagen. Ja, ist uns wichtig. Wir machen hier nicht irgendwo jetzt Wischiwaschi oder rechte Hand, linke Tasche oder so etwas. Das muss alles sauber sein. Ja. Aber wenn ihr ein Statement abgeben wollt, dann hätten wir auch gern das Recht, das zu veröffentlichen. So, dann sind wir da runter mit Niki Lauda. Der hat den Test mit über 70 gefahren, während dann der Collin, der Niki stieg aus dem Auto und sagt, der Kerl kann wirklich nicht fahren. Und meine Überlegung war, dass ein Journalist im Beisein von Niki Lauda keine Lenkradbewegungen macht, die man braucht, um das Auto aufs Dach zu bringen. Okay. Und wir wussten genau, wie man das Lenkrad bewegen muss, damit das Auto aufs Dach geht. Ja, so, Niki war sozusagen unsere Versicherung im Auto. Und es hat funktioniert. Und die Journalisten haben anschließend, dieser Robert Collin hat gesagt, jetzt ist die A-Klasse sicherlich eines der sichersten Autos überhaupt. So. Okay. Und die anderen haben auch Statements so abgegeben. Das haben wir dann alles ganz schnell über Nacht in einen einminütigen Werbespot verpackt und haben diesen Spot am nächsten Tag vor
der wichtigsten Nachrichtensendung in der wichtigsten Werbezeit eines Fernsehsenders, hatten wir alles vorher gebucht, in ganz Europa ausstrahlen lassen. Hat er auch nochmal 600 Millionen gekostet. Also Beispiel Deutschland, vor der Tagesschau, vor der Heute-Sendung. Ja. So. Und zuvor hatten wir schon, man denke an die alte Zeit zurück, wir reden von 1997, 400.000 Videokassetten an Mercedes-Interessierte verschickt, in denen wir den Elchtest dokumentiert hatten. Lieber Mann, das gab ist ja schon Wahnsinn. gab ja kein Internet in dem Fall. Wir mussten ja irgendwie mit den Kunden in Kontakt treten. Ja. So. Und es gab aber auch noch was Lustiges dabei. Nämlich, Mercedes-Benz Deutschland hat damals immer im Frühjahr entschieden, was ist unser Werbegeschenk am Ende des Jahres für unsere Kunden. Weil davon mussten ja Tausende bestellt werden. Ja? So. Und die hatten in der Tat im Frühjahr 97 entschieden, unser Weihnachtspräsent wird ein Elch. Unabhängig von dem Test schon, das war davor. Das wusste keiner. So, jetzt saßen die auf über 50.000 Elchen am Jahresende 97. Ja? Und bei mir lief natürlich im Krisenzentrum auch die gesamte Kommunikation Kunde Mercedes zusammen. Ja? Und wir haben unglaublich viele Post bekommen, haltet durch, wir glauben, das ist doch alles Shishi und wir bleiben der Marke treu und so weiter. Also wirklich tausende Briefe. So. Und ich habe dann einen Standardbrief machen lassen, dass wir uns dafür bedanken und bitten um Verständnis, dass wir nicht persönlich antworten können, weil wir in der Tat so viel zustimmende Post bekommen haben. Aber als kleines Dankeschön gibt es einen Elch dazu. Ja, okay. So sind wir dann die Elche wieder an die Kunden doch noch losgeworden. Ja. Und ich bin dann, als das ein bisschen alles vorbei war und wir wieder Luft hatten, ja, bin ich der Frage nachgegangen, wie kann es sein, dass eine Marke Mercedes in einer Zeit, wo sie Gülle per LKW übers Haupt gekippt bekommt, nicht an Zustimmung verliert. Weil was wir parallel gemacht haben, war, wir haben natürlich ständig Marktbefragungen gemacht, mögen Sie noch die Marke? Und im Herbst traditionell ist ja auch immer der Automobilpreis von Auto, Motor und Sport. Ja, wo auch eine Kundenbefragung sehr umfangreich mitzumachen ist, wo auch die Frage ist, ich mag die Marke. So, und da hat Mercedes in 1997 Höchstwerte erzielt. Das ist erstaunlich. Die sie vorher nie hatte und auch nie mehr danach hatte. Ja, Wahnsinn eigentlich. Ja, ne? so. Also vielleicht hat man da das Gefühl gehabt, dass Mercedes sich öffnet und dem Kunden zuhört oder irgendwie der Kern war, dass wir offensichtlich glaubwürdig waren, dass kein Kunde einen Schaden davon getragen hat, was uns wichtig war, und dass wir in dieser schlimmen Phase menschlich geblieben sind und nicht arrogant geblieben sind oder geworden sind. Ja, Mercedes galt ja, also die Marke, man hatte Respekt vor der Marke Mercedes, aber man hat sie nicht geliebt. Mercedes war nicht eine Marke, die man automatisch geliebt hat. Man hat sie respektiert. Ja, da war nicht viel Empathie früher da. So, und das ist uns offensichtlich gelungen. Und ich habe das sogar dann wissenschaftlich untersuchen lassen. Und es ist in der Tat so, dass Menschen ihre Meinung über das Bild einer Marke nur verändern, wenn sie persönlich dadurch betroffen sind. Also habe ich persönlich einen Nachteil von einem Produkt, dadurch, dass ich es gekauft habe oder nicht. Und hier war es einfach so, da wir die Kunden sofort mit Ersatzwagen und alles kostenfrei bedient hatten, gab es keinen persönlichen Schaden bei irgendjemandem. Ja, das ist gut. Und der Rest hat sich gedacht, naja, das ist mal die Presse, jetzt können Sie sich über Mercedes aufregen, aber unser Elchtest wird heute, ich bin ja auch gelegentlich noch an Universitäten unterwegs, mit Vorlesungen und Seminaren, wird heute noch als Modellfall für Krisenbewältigung gelehrt. Es sind ja auch zig Bücher darüber erschienen, anschließend. Ja. Manche, die bewusst eine Tendenz hatten, um gewisse Leute reinzuwaschen,
durch bessere Darstellung in Büchern, das gab es auch, ich will jetzt keine Namen nennen, ja, aber das Haus Mercedes ist natürlich auch ein politisches Haus. Ja. So, während wir uns klar waren, bis hin zu Jürgen Huppert, wir haben alles diskutiert, auch die Frage, wann werden wir gefeuert. Das war uns klar. Aber wir haben niemand entlassen, weder den Gesamtprojektleiter A-Klasse noch sonst jemand. Ja, das war uns wichtig. Warum? Wir wussten, es wird eine Herkulesaufgabe sein und wir brauchen jeden, der eine Ahnung hat über die A-Klasse. Wir brauchen die besten Leute, die die A-Klasse gemacht haben, die sollen sie jetzt auch wieder auf die Beine stellen. Das war damals unser Ausgangspunkt. So. Ja, dann war 97 vorbei. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de